Hallo und herzlich willkommen auf Epic Enforce Tech, alles was ihr über die Messe wissen müsst. Heute bei uns. Wir sind in den heiligen Hallen der Messe Nürnberg und haben hier uns heute mit der Isabel und dem Thomas getroffen, um einfach mal kurz vor der Enforce Tech ein Video darüber zu machen, was die Enforce Tech überhaupt ist. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an, nämlich, dass die Isabel und der Thomas sich mal vorstellen, weil ihr wisst ja gar nicht, mit wem ich hier überhaupt stehe. Isabel, wer bist du? Ich bin die Isabel, ich bin die Veranstaltungsleiterin der Enforce Tech. Vielen Dank für die Einladung auf eure Plattform und Martin, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, kann ich nur so zurückgeben. Thomas. Ja, hallo Martin, freut mich, dass ihr da seid. Ich bin Thomas, ich mache hier den Vertrieb bei der Messe. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Ausstellerakquise und für das Key Account Management. Wir haben natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Für alle natürlich erstmal die allerwichtigste Frage, denn die Messe ist ja nicht jedem bekannt, obwohl sie das sein sollte. Aber was ist denn überhaupt die Enforce Tech? Die Enforce Tech ist eine Fachmesse für die innere und die äußere Sicherheit. Isa, warum ist die Messe so wichtig? Die Enforce Tech ist so wichtig, weil wir die Plattform bieten, damit unsere polizeilichen und militärischen Einsatzkräfte am Ende optimal ausgerüstet sind. Bei uns sind die Anwender genauso wie die Beschaffer, die Industrie, Forschung und Lehre. Bei uns kommt alles zusammen, was am Ende wichtig ist. Das ist eine coole Sache. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wir leben ja im Jahr 2024 und es ist alles medial, alles ist online. Deswegen machen wir auch Enforce Tech TV, um von der Messe online zu berichten. Es wird auch auf Instagram viel berichtet werden würden. Es gibt Enforce Tech Village, kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Warum ist es denn so wichtig, dass man hier vor Ort sich auf der Messe trifft? Bei uns geht es um sehr sensible Produkte, über das man sich einfach im direkten Richten austauschen muss. Auge in Auge, einfach mal sich unterhalten haben muss und aber einfach auch die Möglichkeit haben muss, verschiedene Produkte zu vergleichen und zu sehen, ob das eine kompatibel zu dem anderen ist. Und es ist natürlich auch der Identitätsschutz der Leute, die hier besuchen, der ist auch gegeben. Ich habe da schon mitbekommen, ihr achtet da sehr streng drauf, wer akkreditiert wird für die Messe, wer da kommen darf und wer nicht. Richtig. Und das ist eine gute Sache. Kommen wir mal zum Thomas. Thomas, wer stellt denn eigentlich aus auf der Enforce Tech? Ja, unsere Aussteller sind internationale renommierte Hersteller von Produkten aus dem klassischen Bereich für Einsatzkräfte, was man so kennt. Angefangen von Plattenträgern, Uniformen, Stiefeln, Helmen, ballistischer Schutzausstattung, aber natürlich auch Waffen und Munition. Daneben gibt es natürlich auch zahllose Innovationen und Techniken, die noch relativ neu sind, wie beispielsweise der Bereich Einsatz von Drohnen oder anderen unbemannten Systemen, aber auch natürlich Drohnendetektion und Drohnenabwehr. Und Fahrzeugtechnik natürlich auch, ne? Also das heißt, wenn wir hier im Bereich Bodendrohnen reden, ist da auf jeden Fall auch was zu finden. Selbstverständlich. Also Unmanned Ground Vehicles sind ebenso dabei wie sondergeschützte Fahrzeuge für Polizei und Militär, die dann wiederum aber bemannt sein können. Wer sind denn die Besucher? Wer kommt denn auf die Enforce Tech? Ja, die Besucher sind ebenso international wie unsere Aussteller. Von der Einsatzkraft aus Polizei und Militär über den Beschaffer und Entscheidungsträger aus der Politik bis hin zu diplomatischem Personal, Forschung und Lehre haben wir alles da. Sehr gut, also ein buntes Publikum auf jeden Fall. Isa, wie viele Besucher waren denn letztes Jahr hier auf der Enforce Tech und wie viele können wir dieses Jahr erwarten? Ja, 2023 haben wir uns über etwa 7.300 Besucher gefreut und dieses Jahr rechnen wir mit etwa 9.000 Besuchern. Das ist natürlich beachtlich, wenn man bedenkt, dass es ja eine Fachmesse ist für das Fachpersonal und dementsprechend so viele Leute kommen, das ist schon cool. Ja, das finde ich auch. Wir setzen auf Qualität. Isa, was ist denn neben den Ausstellern noch geboten oder zu erwarten auf der Messe? Ja, dieses Jahr Enforce Tech TV mit euch. Ja, wir sind natürlich dabei. Erzählen wir gleich nochmal was zu Enforce Tech TV, aber es gibt noch mehr. Ja, ansonsten haben wir unser richtig neues Projekt, das Enforce Tech Village. Ein realistisches Trainingsgelände, das wir in einen unserer Ladehöfe bauen. Wir arbeiten hier zusammen mit ProReta, der Airborne Medical Group und operative Fähigkeiten. 4-mal am Tag wird es dazu Szenarien geben, vorgeführt von polizeilichen und militärischen Einsatzkräften. Also seid gespannt. Also das ist tatsächlich cool, dass man auch mal die Sachen wirklich in Aktion sehen kann. Normalerweise hat man ja bei den Messen immer die Aussteller mit ihren Produkten. Da kann man sich natürlich vorstellen oder man weiß von seiner Auftragslage, was man braucht und wie das funktioniert. Aber eben einfach nochmal, gerade auch für die Beschaffer ist es, denke ich, super interessant, wenn die einfach sehen, so funktionieren die Sachen im Einsatz. Das hast du schön zusammengefasst. Ich gebe mir Mühe. Ja. Dann sage ich noch schnell was zu Enforce Tech TV. Das Format gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Da wird im Endeffekt für alle, die die Messe leider nicht persönlich besuchen können oder eben für Leute, die nochmal im Nachhinein sich Sachen nochmal im Detail anschauen wollen. Die Messe ist ja auch groß, viele Aussteller, das heißt, man kommt vielleicht nicht dazu, alles anzuschauen, dass man da einfach auch nochmal die Möglichkeit geboten bekommt, sich Videos anzuschauen. Das machen wir dieses Jahr, allerdings nicht hier auf unserem Kanal, sondern auf dem YouTube-Kanal der Enforce Tech, also unter Enforce Tech TV. Da packen wir euch den Link in die Videobeschreibung und da könnt ihr auf jeden Fall mal rüberschauen, falls ihr noch nicht abonniert habt.
habt, macht das auf jeden Fall jetzt genau, bevor es hier weitergeht mit dem Video. Die Enforce Tech ist auf Erfolgskurs, wächst jedes Jahr. Thomas, magst du vielleicht ein bisschen was zur Entwicklung erzählen von der Enforce Tech? Ja, sehr gerne. Also wir sind gestartet 2012 als Tischausstellung im Rahmenprogramm der IWA Outdoor Classics. Bis 2019 hat sich dann die Messe tatsächlich entwickelt auf 250 Aussteller und einer Nettofläche von etwa 5.600 Quadratmetern. Im Jahr 2024 haben wir die Ausstellerzahl mehr als verdoppeln können und die Zahl der Fläche verdreifacht. Und ihr habt auch noch einen Tag dran gehängt, ne? Es waren immer 2 Tage Enforce Tech? Das kommt noch dazu. Also das kam auf ausdrücklichen Wunsch der Aussteller, die gesagt haben, an 2 Tagen ist es einfach nicht mehr zu schaffen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr erstmalig den 3. Tag mit anbieten können. Finden wir auch super tatsächlich, weil wir hatten auch immer unsere Probleme, an 2 Tagen irgendwie die Messestände alle abzulaufen. Von daher denke ich, das ist eine gute Sache. Natürlich diejenigen, die dann auch anschließend auf der IWA ausstellen, für die wird es eine lange, lange Woche. Aber gut, der einen Tod muss man natürlich sterben. Das ist richtig. Ich bedauere das auf der einen Seite natürlich auch für die Menschen, die 7 Tage am Stück arbeiten müssen. Auf der anderen Seite freue ich mich, so lange am Stück so nette Menschen mit ihren tollen Produkten zu sehen. Genauso ist es bei uns auch. Isa, ich habe noch eine abschließende Frage für dich, und zwar Aussichten und Prognose der kommenden Messen-Enforce Techs. Also ich kann schon mal verraten, dass wir im Bereich Defense weiter ausbauen wollen. Ansonsten bringen wir jetzt erstmal die 24er-Veranstaltung hinter uns, sammeln das Feedback vom Team, von den Besuchern, von den Ausstellern, und dann haben wir natürlich noch ganz viele Ideen in der Schublade, mit denen wir euch natürlich auch ein bisschen überraschen wollen. Das finde ich auch sehr gut, wie es ist. Ich bin vor allem auch sehr gespannt tatsächlich, wie das Enforce Tech Village angenommen werden wird. Das ist ja auch neu dieses Jahr. Und auch die 3 Tage Messe generell, ob die Leute dann eher sagen, so, oh, ich habe jetzt genug nach 2 Tagen, oder ich könnte eigentlich 4 Tage Enforce Tech brauchen oder 5 oder 2 Wochen. Keine Ahnung. Ja, also ich glaube, 2 Wochen wären mir zu lang, aber über die 4 Tage können wir in ein paar Jahren bestimmt reden. Also ich hätte Bock auf 2 Wochen, ganz ehrlich. Enforce Tech und IWA ist immer so voll unser Ding, und SHOT Show ist dann, also eigentlich könnten wir die SHOT Show und die IWA und die Enforce Tech so hintereinander nahtlos machen, 2 Monate, und dann wäre eigentlich alles cool. So viel Alkohol und Ibuprofen gibt es nicht. Ja, das glaube ich. Ja, das war auch ein perfektes Schlusswort. Isabel, Thomas, danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so knapp vor der Messe. Ich weiß, ihr steht schon wieder hier und trippelt mit den Füßen, weil die nächsten Termine anstehen und die Messe vor der Tür ist. Aber schön, dass wir das einfach noch mal kurz vorher zeigen konnten. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, schaut auf den YouTube-Kanal von Enforce Tech TV, da gibt es dann jede Menge Videos zur Messe als Event, natürlich auch auf dem Instagram-Kanal. Da wird auch nochmal jede Menge Content geboten werden. Also es bleibt spannend, auch für alle, die nicht persönlich zur Messe kommen können. In diesem Sinne sage ich mal Tschüss. Wollt ihr auch Tschüss sagen? Ja, tschüss. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Ich freue mich. Wir auch. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Und dann sind wir raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.